Holz ist ein warmer Baustoff, also er ist nicht kalt, er lebt, er hat unterschiedliche Gerüche, er lässt sich unterschiedlich verarbeiten, hat unterschiedliche Eigenschaften, je nach Holzart. Bei Holz braucht man viel Gefühl im Vergleich zu einem Beton, aus meiner Sicht des Zimmermanns. Dieser Holzbalkon ist über 15 Jahre alt und soll weg. Patrick Pressel wird ihn fast baugleich mit wenig optischen Veränderungen, aber konstruktiven Verbesserungen durch einen neuen ersetzen. Dem Zimmerermeister ist es ein Herzensanliegen, gute Bauwerke mit langer Haltbarkeit zu erschaffen. Er kennt die Problemzonen, an denen Wasser Holz schädigt. Und hier siehst du ja, wie die Pilze entstanden sind, wo die Kontaktflächen überall sind. Und zum anderen hier diesen Wandbalken wächst ja auch schon der Pilz raus. Also wir gucken, dass wir überall Luft haben. Die Treppe wird um 90 Grad gedreht und dann wird man die Treppe auch konstruktiv natürlich verändern. Die Kontaktstellen sind nicht luftumspült, Feuchtigkeit kann so nicht abtrocknen. Sie hat den Balkon gefährlich marode gemacht. Patrick Pressel und Werner Enslin sorgen dafür, dass bei dem neuen Balkon keine Feuchteschäden entstehen. Und dass dann einfach die Moosbildung und Pilzbildung nicht so schnell daherkommen. Gut. Und an die Anschlüsse da, vom Tragbalken zum Pfosten, die wird man auch mit Abstand machen. Also da wird man neue T-Profile herstellen lassen, dass wir da keine Kontaktflächen haben zwischen Pfosten und Tragbalken. Der Zimmerer übt seinen Beruf mit Leidenschaft aus. Ursprünglich war die Idee, draußen zu arbeiten, auch an der frischen Luft, nicht nur in der Werkstatt und mit Holz, weil es, fand ich, der angenehmere Rohstoff ist wie Beton oder wie Stahl. Und aus dem Grund habe ich dann den Beruf des Zimmerers gelernt und hatte dann Glück, viel in der Restaurierung dann auch zu arbeiten, wo ich dann meine Freude an dem Beruf richtig gefunden habe. Ein Zimmermann kann oft mit einfachen Tricks und Kniffen arbeiten. Teilweise ist aber auch die hohe Mathematik anzuwenden. Die Grundlage für rechter Winkel ist immer Pythagoras. Also wenn die Diagonalen gleich sind, ist ein Rechteck im rechten Winkel, sonst wäre es verschoben. 5,29,5 habe ich da. Bei einem Dreieck haben wir halt die Verhältnisse von Pythagoras 3:4:5. Mit denen arbeiten wir heute noch, um einen rechten Winkel einzumessen. Und wenn 3 mm Unterschied ist, das ist gute Toleranz. Die Handwerksmeister arbeiten zur Bauaufnahme mit Maßbrettern. Wir nehmen exakt die Maße ab, die hier sind. Wir haben keinen Messfehler oder keinen Mess- und Übertragungsfehler. Dass da einer sagt, das sind 29,5 cm und nachher hat er einen Zahlendreher 26,5 und schon ist ein Fehler. Und wenn wir es direkt auf dem Holz haben, können wir es direkt wieder in der Werkstatt übertragen aufs Holz drauf. Und somit passieren einfach die wenigsten Fehler und langsamer ist es auch nicht. Wenn man es ganz modern machen würde, könnte man hier einen 3D-Laser aufstellen. Der würde das 4-mal scannen oder 6-mal scannen und dann müsste man es im CAD zeichnen. Aber mit den Maßbrettern ist man genauso schnell nachher. Alle Maße werden horizontal und vertikal auf die Bretter übernommen. In der Werkstatthalle in Kornwestheim bereitet Werner Enslin das neue Balkonsystem vor. Am Ende entsteht eine Mischung aus traditionellem Handwerk und modernen Techniken. Jetzt haben wir halt die konstruktiven Mängel, die die erste Generation hatte, verbessert und bessere Holzauswahl gemacht. So müsste er mal doppelt so lang halten wie der erste. Also mindestens 30 Jahre. So, haben wir schöne, langsam gewachsene Lärche. Ja. Müssen wir halt gucken, dass wir den Markstrahlen, den Kern raushobeln nachher beim Abrichten. Also wir haben bewusst die Hochgebirgslärche genommen, aus dem Grund, dass sie langsam wächst, dass sie feinjährig ist,
Feinjährig ist einfach enge Jahresringe. Also der Baum ab 1000 Meter wächst langsamer, als wenn er auf 300 Meter steht. Und somit haben wir sehr feinjähriges Holz, was eine hohe Dauerhaftigkeit einfach verursacht. Der Balken soll später einmal ein Pfosten werden. Patrick Pressel und Werner Enslin bringen zunächst an der Abrichte 2 Seiten des Holzes in einen rechten Winkel. Millimeter für Millimeter wird das Material abgenommen, bis die beiden Seiten gerade sind und plan aufliegen. Aber das ist der erste Schritt, um ein Holz wieder eine Flucht zu bekommen und in einen rechten Winkel wieder zurückzubekommen. Ich kenne kein Holz, das sich nicht verdreht. Also beim Trocknen ziehen sich hier die Jahrringe zusammen und aus dem Grund verformt sich das und das wird frisch eingeschnitten. 11,5 auf 11,5 wollen wir nachher rausbekommen. Also da haben wir jetzt einfach noch ein bisschen Luft, wo wir auch wunderschön den Kern hier rausbekommen und damit optimale Holzqualität erreichen. Und jetzt können wir das in der dicken Hobelmaschine auf Maß bringen. Jeder der 7 Pfosten durchläuft diesen Bearbeitungsschritt mehrmals, bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Wenn wir dann einen geraden Pfosten wieder haben wollen, müssen wir den einfach dann wieder sauber abrichten und durchhobeln, dass es nachher ein schöner gerader Pfosten gibt. Sonst sieht er nachher aus wie ein Propeller oder er sieht aus wie eine Banane. Und deshalb muss man von einem größeren Querschnitt zu einem kleineren Querschnitt die Sachen abrichten und hobeln. Der Zimmerermeister reißt die Positionen der Alubalkenträger an. Diese Brettschablone hat man am originalen Pfosten vor Ort, haben alle Maße aufgenommen und diese Maße habe ich jetzt hier aufs Holz wieder übertragen. Dieser Balkenträger, der wird hier passgenau eingelassen, dass der nicht aus dem Holz raussteht. Dann nimmt er eine weitere Schablone zur Hand. Alles, was mehr als einmal gemacht wird, machen wir eine Schablone. Und dann passt der Balkenträger hier wunderbar rein, passt genau. Und dann können wir jetzt mit dem Fräsen anfangen. Die Feinarbeit erledigt der Handwerksmeister mit dem Stemmeisen. So, dann schauen wir mal, ob es passt. So, passt es wunderbar. Passt. Den Schlitz, mit dem der Pfosten den Stahlfuß des Balkons aufnimmt, arbeitet Patrick Pressel mit der Langlochbohrmaschine aus. Sie ist schon ein kleiner Exot unter den Maschinen in der Werkstatt. Mit ihr lässt sich das sperrige Werkstück mühelos bearbeiten. Können wir mal testen, ob das reinpasst. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch innen drin am Schlitz eine Phase machen, dass wir hier die Schweißnaht, die wir hier sehen, dass die vollends versenkt ist. Seit er den Betrieb übernommen hat, bleibt nur noch wenig Zeit für eigene Projekte. Die Ruhe auf der Baustelle in Anführungsstrichen und konzentriert an einem Projekt zu arbeiten, ist wesentlich angenehmer als ständig durch Telefon, E-Mail
in Beschlag genommen zu werden. Und die schönste Baustelle war eigentlich die, wo man keinen Mobilfunkempfang hatte. Dann hat man in Ruhe arbeiten können. Und das sieht ziemlich gut aus. In der Zwischenzeit bereitet Werner Enslin die Wangen der Treppe vor, die später vom Balkon in den Garten führt. Dafür verwendet er Keboni-Holz, eine alkoholbehandelte Kiefer. Das Holz ist sehr hart, stabil, dauerhaft und witterungsbeständig und hat die Eigenschaften von Teakholz, ist aber ein zu 100% nachhaltiges Produkt. Da habe ich ein paar Fehlstellen. Wir drehen jetzt komplett rum, weißt du? So rum? Ja, oder so, ja. So ist, glaube ich, ja. Das ist gut. Haben wir hier einmal die Jahrringverlauf in die Richtung und der andere in die Richtung. Wenn das wieder arbeitet, Feuchtigkeit bekommt, dann ziehen sich die Jahrringe zusammen oder sie gehen auseinander. Und wenn wir das jetzt die Jahrringe beide in die gleiche Richtung machen, dann wird es hier so eine Hohlkehle geben. Das machen wir und dann gucken wir, dass die Maserung einmal in der Fläche hier zusammenpasst. Jeweils 2 Dielen werden miteinander verleimt. Dazu nutzen die Zimmerer einen PU-Leim. Dieser Leim ist wasserresistent und kann auch gut im Freien eingesetzt werden. Dann einmal dann können wir den drauf. Ja. Unter Druck bleiben die Hölzer über Nacht in der Verleimpresse. Dann bereitet Patrick Pressel den Opferhandlauf vor. Der Opferhandlauf ist nachher die Abdeckung von dem Brüstungsholz und schützt praktisch das Brüstungsholz, damit als erstes hier dieser Handlauf einen Schaden bekommt, bevor das Brüstungsholz kaputt geht, weil das aufwendiger ist zu reparieren. Der Opferhandlauf. Er wird also zum Schutz der anderen Bauteile geopfert. Und das kann man dann alle 10, alle 20 Jahre austauschen. Der Zimmerermeister bringt an dem Brett provisorisch eine Erhöhung an, damit er einen Winkel in das Holz hobeln kann. So. Wir hobeln uns dann nachher auch noch ein kleines Deckel drüber, dass das Wasser immer schön abläuft. Dass wir nirgends widerstehendes Wasser haben. Fertig ist das Dächle auf dem Opferhandlauf. Eine Nut in dem Werkstück wird zur Tropfkante. Werner Enslin fertigt nun die Aufnahmeschlitze für die Balkenträger in den Querbalken an. Jetzt zeichnen wir als erstes mal die Mitte an. Und das wird am Schluss die Mitte von unserem Schlitz, den wir runtersägen. Dann können wir es jetzt noch mal probieren. Ja, jetzt wird es besser. Ne? Ganz kleines bisschen Luft soll man haben, aber nicht viel. Also wenn es so wackelt, ist gerade okay, mehr darf es nicht kriegen. Ne? Alle Bauteile sind vorbereitet. Und hopp, hopp. Und mit der Beuge gehen wir dann als nächstes den Balkon wieder aufrichten. Die Baustelle in Gerlingen ist für den Aufbau parat. Der Wandbalken ist schon an der Wand angeschraubt und das Tropfblech in die Wand eingeputzt. Krumme Wand haben wir da. So, 2 Stück davon.
Patrick Pressel macht sich gleich an die nächste Schablone. Achtung, Finger weg. Ja. Eine Bohrschablone für die Löcher in den Balkonpfosten zur Verschraubung mit den Stahlstützen. Das ist der Einser. Der da? Ja. Dann fangen wir mit dem hinter an der Wand an. Jawohl. Patrick Pressel achtet bei der Holzauswahl auf Qualität. Risse, Äste und der Einschnitt sind entscheidend dafür, ob und wie er das Werkstück weiterverarbeitet. Wenn ich hier aus dem rohen Material einfach die Holzauswahl treffe, kann ich da schon auf eine höhere Qualität achten. Aber die Qualität an Holz, die ich zumindest im Baumarkt sehe, mit meinen Augen, ist nicht die wir verbauen können. Also das würde uns auch die Kundschaften nicht tolerieren. Die Pfosten des Balkons hat der Zimmermann aus Vollholz gewonnen. Für die Balkenlage hat er Leimbinder aus Lärche gewählt. So ist es nicht schlecht. Ja. Leimbinder können mit einer höheren Formstabilität und Tragfähigkeit punkten. Vollholz dagegen ist optisch ansprechender. Zwar muss er hier durch das Abrichten mit einem Materialverlust von bis zu 20% rechnen, erhält dafür aber glatte Dielen ohne Äste mit bester Oberflächenqualität für lange Lebensdauer. Patrick Pressel hat schon wieder die nächste Bohrschablone für seine Mitarbeiter Henry und Dennis vorbereitet. Ich bin schneller, weil ich es nur einmal anzeichnen muss. Wir leben halt von unseren Maßlatten und dann von den Bohrschablonen. Das ist, wenn wir Holzfassaden machen und soll ein exaktes Schraubenbild erscheinen, haben wir auch Bohrschablonen, dass alle Latten gleiches Schraubenbild haben. Mit den Stabdübeln aus Metall entsteht zwischen den Balken und den Balkenträgern eine unlösbare Verbindung für die Ewigkeit. Was mein Ziel immer ist, ist die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit in Dauerhaftigkeit. Einfach ihn so zu bauen, dass er lang Freude bereitet der Kundschaft. Und das ist mein Ziel bei jedem Projekt. Und ich kämpfe für jedes Projekt, für die Langlebigkeit. Aus dem Grund ist meine Devise eigentlich immer Konstruktives so herzustellen, dass kein Wasser eindringt, dauerhaft. Der Aufbau des Balkengerüsts geht bei dem eingespielten Team Schlag auf Schlag. Die Querverstrebungen, auch Andreaskreuz genannt, schützen den Holzbau vor dem Verschieben. Am Schluss wird diese Hilfskonstruktion wieder entfernt. Wenn die Balkenlage liegt, werden die Pfosten endgültig in Position gebracht und fixiert. Was unterscheidet nun die neue Balkenkonstruktion von der vorhergehenden? Zwischen Pfosten und Tragbalken haben wir Luft. Einfach, dass hier keine Staunässe entsteht. Sehr viel mit Distanzen und wenig direkten Holzkontakt. Und dadurch hat es die Möglichkeit, auch auszutrocknen. Dann kommt der Belag als nächstes, also der Balkonbelag. Und wir hoffen, dass die Bauherrschaften auch grillen kann. Auf dem neuen, stabilen Balkon, wo sie keine Angst haben müssen, dass sie einstürzen. Die Angst war berechtigt. Der Belag war nicht mehr tragfähig zum Teil. Einfach aufgrund dessen, dass die Holzfeuchte dauerhaft
zu hoch war. Also ein Regenschauer per se verursacht noch keinen Schaden. Es muss danach halt die Möglichkeit gegeben sein, dass es schnell austrocknen kann. Ein Pilz wächst ab 25 bis 30% dauerhafte Holzfeuchte. Wir bauen unser Holz mit 18% ein und somit ist da nicht viel Toleranz nach oben. Wir müssen unser Holz trocken halten, damit es langlebig ist. Ein Fehler, der oft begangen wird, ist, dass Möbelstücke oder Pflanzenträge direkt auf einem Balkonbelag abgestellt werden. Und da entsteht dann zwischen dem Untersetzer von einem Blumentopf und zum Balkonbelag eben genau die gleiche Staunässe. Und dann kann die Konstruktion darunter noch so gut sein, aber dann schädigt es trotzdem den Belag. Mittlerweile sind auch die Brüstungshölzer montiert und der Opferhandlauf kann aufgelegt werden. Die Tropfnase wird sich bei Regen noch bewähren. Nachdem wir die Balkenlage gemacht haben, haben wir die Blechabdeckungen drauf gemacht. Also die sieht man hier, die haben eine Tropfnase, dass das Wasser, das auf dem Blech hier oben steht, immer schön an der Tropfnase abtropfen kann. Dann haben wir hier eine Alu-Unterkonstruktion draufgeschraubt, und auf die wird dann der Belag mit diesen Distanzstücken montiert. Und der wird hier nur Nut in Nut befestigt und somit habe ich von oben keine Befestigungsschrauben, wo wieder das Wasser stehen kann. Die Dielen sind bei uns in der Werkstatt genutet worden. Bei der Wahl zwischen geriffelten und glatten Terrassendielen entscheidet natürlich der persönliche Geschmack der Bauherrschaft. Patrick Pressel sieht allerdings bei glatten Dielen mehrere praktische Vorteile. Sie lassen sich leichter reinigen, bilden weniger Splitter, sind also für das Barfußgefühl angenehmer. Entgegen der landläufigen Meinung besteht kein höheres Rutschrisiko als bei der geriffelten Variante. Zudem neigen glatte Beläge weniger zur Bildung von Moosen und Algen, was ihre Haltbarkeit erhöht. Geriffelte Dielen hingegen trocknen nach einem Regen langsamer und schaffen somit ideale Bedingungen für Algen und Pilze, was ihre Lebensdauer verkürzt. So wäre es super, dass der Stoß nachher in der Flucht ist. Für die Aussparungen der Bodenbretter an den Pfosten greift Patrick Pressel wieder in seine mathematische Trickkiste. Es gibt einfach so Möglichkeiten, wo man jetzt nicht viel rechnen muss, damit man wenig Fehler macht. Der lichte Abstand, minus 2 mal Luft, ist das Maß, was stehen bleibt. So, jetzt haben wir als Zulage hier 2 Unterlagen, die zweimal die Luft, einmal vom Belag zum Pfosten, einmal Belag Zwischenbelag, was wir immer als 8 mm Fuge haben. Und das ergibt jetzt, bleibt an dem nächsten Belag 6 cm stehen und der Rest fliegt raus, wird rausgesägt. Der lichte Abstand minus 2 mal Luft und der Rest fliegt raus. Eine Expertenformel. Das letzte Brett wird eingepasst.
Das gleich mal abschneiden. Soweit können wir es wieder auftragen. Die Konstruktion kommt zwischen Pfosten und Balken ohne stabilisierende Querverstrebungen aus, also ohne Kopfbänder, ausnahmsweise. Normalerweise müssten wir Streben einbauen, Kopfbänder einbauen. Die Bauherrschaft ist von Haus aus Bauingenieurin und sie nimmt das Wagnis auf sich. Das wurde bewusst nicht ausgeführt. Eine Statikerin kann es auch einschätzen. Ein privater Bauherr ist sich dessen fachlich nicht bewusst, was passieren kann. Ja. Ist du gut in der Länge, Henry? Dann ist auch das letzte Bodenbrett montiert und der letzte Akt folgt. Die Treppe vom Balkon in den Garten. Schließlich wird der neue Holzbalkon mit Bewitterungsschutz auf die Probe gestellt. Wie gerufen, es regnet. Die Tropfnasen tropfen, die Balkenkonstruktion bleibt trocken. Als provisorischer Abstandhalter wird während der Montage eine Distanzlatte zwischen die Treppenwangen geschraubt. Ein Regen kann die Laune eines Zimmerers nicht trüben. Er ist ja gut ausgerüstet. An sich ist der optimale Regenschutz, so ein Filzhut. Wenn es nicht zu arg regnet, dann ganzer Tag eigentlich. Ja. Irgendwann mal tropft es dann da runter. Aber wenn man nicht verliert, hält er lang. Das ist tatsächlich auch mein erster. Ja, ja. Ich habe auch noch meinen ersten Hammer. Also wenn man darauf aufpasst, dann geht. Ja, ja. Die Treppenstufen werden von unten fixiert. Natürlich mit Distanzstück zwischen Aluwinkel und Holz. Da haben wir eine schöne Harzgalle. Die drehen wir aber jetzt einfach aus optischen Gründen nach hinten. Wenn die Sonne scheint, dann wird der Harz flüssiger und dann tropft es runter. Und dann gibt es hier halt einfach einen Harztropfen. Und das ist vielleicht nicht ganz so schön. Schließlich kommt die letzte Schablone zum Einsatz. Sie bestimmt die Position des Handlaufes der Treppe. Damit die Freude an dem neuen Anbaubalkon lange bestehen bleibt, empfiehlt der Handwerksmeister zweimal im Jahr eine Grundreinigung des Balkons. Ganz einfach mit heißem Wasser, einigen Tropfen Spülmittel und einem Schrubber. Grünbelag und leichter Schmutz gehen so gut weg. Auch für Pflanzenliebhaber hat er einen Tipp. Das müssen Kunden einfach beachten, dass sie A, luftumspült ihre Untersetzer draufstellen und B, auch mal einfach versetzen. Genauso wie einen Grill oder wie Stühle, Tische. Das ist einfach eine Beschattung vom Holz und es können wieder Staunässe entstehen. Wir haben einen Balkon neu aufgebaut, fast nach dem Vorbild, wie er vorher stand. Das Ziel war, dass er langlebiger ist wie die erste Generation. So müsste er mal doppelt so lang halten wie der erste. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.